Hallöchen, Grüße. Wie geht's? Wie steht's? Hallo, Seku, by the way. Genieß das Wetter. Heute nochmal zur Information, man kann es auch im Streamtitel lesen. Wird wohl eher weniger gezockt, sondern eigentlich gar nicht. Ich habe zumindest nicht auf dem Plan, irgendwas zu zocken heute im Stream. Sondern wir gucken uns einfach zusammen Dinge an. Wir gucken zusammen das Guerrilla Collective. Wir gucken zusammen... Jetzt muss ich mal selber kurz... Wir gucken zusammen das Guerrilla Collective. Wir gucken zusammen die Wholesome Direct. Und zum Abschluss dann noch die Future Game Show. Mal gucken, was es so was es heute so an neuen Games geben wird. Schlimmer als am Donnerstag kann es ja nicht werden. Sagen wir einfach mal so, wie es ist. Jetzt muss ich aber dann doch mal eben gucken. Das ist der falsche Tab. Da haben wir Minecraft, by the way. Ich muss das Fenster ändern. Zack. Passt nicht so ganz. Da muss ich ein bisschen schnell nachjustieren, bevor es dann da gleich losgeht. Einmal muss ich warten, bis das hier zwischen so und rechts kann ich gerade nicht sehen. Da brauchen wir aber auch mehr Platz. So irgendwie. Und ich glaube, nach oben hin haben wir auch noch Platz. Jetzt haben wir zu viel. Hätte ich natürlich auch alles vorher machen können. Habe ich es gemacht? Nope. Ja, das passt jetzt besser. Links ist aber zu viel, sehe ich gerade. Immer muss ich hier... Änderst du irgendwo eine Kleinigkeit, dann änderst du die überall im Grunde. So. Ich lasse es jetzt einfach so, das passt schon. Es wird schon zu warm. Ja, also es geht, sagen wir es mal so. Also für mich geht's vom Wetter her. Zack. Das kann weg. Brauche ich gerade nicht. Für mich geht's aktuell, aber als ich gestern Zeugs erledigt habe draußen, habe ich es auch gemerkt. Der Sommer kommt. Wie man doch schon sagen würde. Ja. Muss mir mal einen anständigen Shaker kaufen. Für mein kaltes Tegebräu, das ich hier immer trinke. Ja, heute gucken wir uns überwiegend Sachen an. Vielleicht werde ich hier und da mal zwischendurch was zocken. Mal gucken, wie lange da die Pausen zwischendurch sind. Wenn da überhaupt welche zwischendurch sind. Vielleicht Frimworld, vielleicht was anderes. Gucken wir dann. Da fällt mir ein, ich sollte für alle Fälle zumindest in dem Fall schon mal Steam starten. Und was Wärme betrifft, sage ich mal, es geht so. So 20 Grad Temperatur machen mir nichts aus. Ab 30. Ja. Ist mir auch schon zu warm.
Wer hätte es gedacht? Der Steam Guard ist mal wieder Müll. Ich hasse Steam. Ich hasse Steam mit ihrem verkackten Steam Guard einfach. Der funktioniert halt einfach nicht. Gerade Steam. Gibst das Passwort ein zum Einloggen. Und wartest auf das beschissene Fenster, wo man dann den Steam Guard Code eingibt, um dich einloggen zu können. Und diese scheiß Fenster taucht nicht auf. Das ist ein Bug, den haben die schon ewig. Das kann man überall bei Steam Communities nachlesen, wenn man danach googelt. Und die scheren sich einfach einen Scheiß drum. Oh, wir könnten gleich noch eine Runde Gäste-Game zocken, fällt mir gerade ein. Und rätseln, was wir da für ein Spiel gleich haben. Das heißt, sofern ich mal in Steam reinkomme auch. Ja, es haben auch nicht alle Probleme, das Spiel. Klar, weil ich da gerade für einen Scheiß. Haben nicht alle Probleme damit, aber das Problem existiert. Und wie gesagt, Steam kümmert dich einen Scheiß drum. Dann schreibt man an den Support und die wollen halt einfach, dass man Steam löscht und alles da neu installiert. Obwohl halt schon bewiesen ist in mehreren Communities, das bringt einen Scheiß. Ich hasse diese Steam Guard-Kacke einfach. Überall funktioniert es, nur bei Steam nicht, ne? Also. Ja. Nee, ich wechsle nicht auf Linux. Habe ich kein Interesse daran. Da habe ich, meine Güte, ich kann nicht reden heute. Da habe ich kein Interesse daran. Bin mit Windows tatsächlich zufrieden. Habe auch nie wirklich groß Probleme mit Windows oder sonst irgendwas. Ich bleibe dabei. So. Guess the Game. Was haben wir denn da für ein Spiel heute? Was ist denn das? Es könnte ein gelbes Auto sein. Und eventuell sowas wie eine Minikarte hier. Das sieht wie eine Straße. Ich gehe jetzt einfach mal mit... Kann man denn ein gelbes Auto fahren? Das sieht auch relativ alt aus. Ich würde einfach mal sagen Crazy Taxi. Was ist das denn? Too old for Metacritic. What? The fuck ist das? Was ist das denn für ein Spiel? Und zu alt für Metacritic ist. Metacritic hat, glaube ich, auch PS1. Also... Oder? Ich glaube schon. Hat Metacritic PS1? Ach. Best PlayStation Video Games of All Time. Ja, hat es. Warum ist denn gerade Firefox so fucking langsam? Bei mir. Nee, Carmageddon war ja auch noch so zu der Zeit. Ist das bestimmt auch nicht. Na, man kann es ja probieren, aber...
Nee. Was ist das? Klicke mal auf Skip fürs nächste Bild. Light Simulator. Light Simulator. Och. Nee. Es gab doch ein SimCity. Ach, Google, du bist mir überhaupt gar keine Hilfe gerade. Ich weiß, es gab ein SimCity, wo man fliegen konnte. Ich weiß jetzt nicht, ob es das ist. Es war im Grunde ein SimCity, da konnte man durch seine eigenen Städte fliegen. Was zum Fick ist das? Und dann ist es too old for Metacritic? Ich habe absolut keine Ahnung. Was ist es denn? Simcopter! Mann, ich hab's doch gewusst! Ihr habt doch gesagt, es gab ein SimCity-Game, wo man als... Oh Mann, ey. Aber Google ist ja keine Hilfe, wenn ich eingebe SimCity Flight Game oder sonst irgendwelche Dinge, die ich eingegeben habe. Und findet einfach nichts. Scheiß Google. Google ist zum Kotzen. Keiner braucht Google. Huch. Schließen. Alle schließen. Ja, wie schaut's denn jetzt eigentlich gleich mit der Dings aus? Muss es ja jetzt jeden Moment eigentlich losgehen. Zumindest ein Countdown wäre ganz nett vorher. Aber scheinbar ist das nicht. Guck mal bei den... Guck doch beim Guerrilla Collective, warum... Ah, jetzt. So, da ich nicht weiß, wie das jetzt mit der Musik ist, die im Hintergrund abspielen, lasse ich einfach mal meine Musik so lange laufen und dann gucken wir mal, was da gleich abgeht, würde ich sagen. Drei Minuten haben wir ja noch knapp. Bin ich mal gespannt, was wir beim Guerrilla Collective heute zu sehen kriegen. Schlimmer als das Sommer Games Fest kann es ja nicht sein. Ich kann mich auch irren, aber ich meine, das Guerrilla Collective war sowas wie ein Zusammenschluss aus kleineren Publishern. Kann mich aber, wie gesagt, auch irren. Oh. Mal gucken, was wir da jetzt gleich kriegen.
Schmeckt wieder fast nur Wasser. Ich muss wieder betellen. Haben mich übrigens heute auch gut gestärkt vorm Stream. Hab nämlich einen selbstgemachten Obstsalat gegessen. Alright, let's go! Give me the games! Been a long time coming. It has. We've been sitting here with these masks. I'm over the masks. 2 years. 2 years. When we started this G3 stuff, this Guerrilla Collective GC stuff, I mean, we had to rock these. Yeah. But I think it's about time. It's about time to take them off. Let's take these off and let's get right into it, people. What is happening, everyone? Welcome to GC3, the Guerrilla Collective 3 Summer Showcase, the least pretentious showcase you will see this summer. That hat trick, the three-peat, the menage. Anyway, I'm your host, Justin Woodward, co-founder of The Mix, the Media Indie Exchange. Na, also wenn es um gefüllte Berliner geht, dann will ich eigentlich nur... As well as Black Voice in Gaming. I'm with my amazing co-host, the green-eyed bandit, can't stand it, Candace McKinney. How's it going, Candy? It's going great, Justin. Nicht Pfirsich I'm so Maracuja. happy to be here co-hosting GC3 and kicking off the summer with We're everybody. gonna really kick it off tough. The Guerrilla Collective was created because everything was fragmented in terms of the press and event organization. Mir fällt's gerade nicht ein. Erdbeer ist es nicht, Kirsche ist es nicht. Oder doch? Doch Erdbeer. Ja, Erdbeer, sowas. And add some flavor and style to the industry. Ewig nicht mehr gegessen, aber. During the chaos that was ensuing. The Guerrilla Collective's main message is unity. We are carrying on the tradition of organization with these showcases with leading game studios, publishers, and industry leaders independently to share announcements, gameplay reveals, updates, and drops from studios of all sizes direct to everyone watching worldwide. So this week, we started Black Voices in Gaming. And today, we will blow things up with GC3, showcasing a wide range of games, and then we'll hand it off to our friends over at Wholesome Games for their Wholesome Direct Showcase. Later on this week, we'll have the GC 3.5, where we're going to share some fresh games that are crispy and lit. They're going to be mad, crispy, but not burnt. Before we get started, we have to give a huge shout out to our sponsors, PlayStation, Razer, Astro Gaming, Tencent, our fellow devs and publishers, 11-Bit Acapora, All In Games, Assemble Entertainment, Aurora Punks, Freedom, Graffiti, Gravity Games, Arise, HeroCraft, Modern Wolf, Raw Fury, Tiny Build, Wire Productions. Also, salute to the developers who played a role in the showcase. They have contributed their games and resources to make this possible. And once again, you guys, we've teamed up with the fine folks at Valve to showcase our stream on their platform in order to support the devs. Be sure to check out the Guerrilla Collective 3 event page on Steam, where you can learn more about the games, buy games that are available now, or add them to your wish list for the games that haven't been released yet. These wish lists really help the devs, so let's do it. Definitely check out the wish lists. Support the devs. Übrigens, also wirklich Wishlisten, Spiele, Wishlisten auf Steam ist wirklich extrem hilfreich für Entwickler und Publisher, weil du da einfach, wenn du halt bei Steamworks drinnen bist, also als Entwickler, Publisher, und du dein Spiel bei Steam verkaufst oder vertreibst darüber und so, hast du da unfassbar viele Analytics und Statistiken, die alleine auch schon das Wishlisten betreffen, wo du dann sehen kannst, aus welchen Nationen teilweise manche Leute deine Spiele wishlisten und so weiter und so fort. Da gibt's echt, also das hilft wirklich. Wishlisten von Spielen hilft wirklich. Ich kann aus eigener Erfahrung reden. Ich war ja selber oder bin ja selber im Steamworks-Programm drin. I can't wait. From Space! Another Space Game oder was? All squads report in. Helos ready for takeoff. Mayday, mayday, we've been hit. Ein Twin-Stick-Shooter. Bin ich schon raus. Twin-Stick ist nicht so meins. Hey, what's up? Yeah.
Aber knallbunt und leuchtend. Und wenn die Mucke mal durchläuft, ist sie auch ganz nice. Wenn sie mal durchläuft, wohlgemerkt. From Space! Bin ich leider raus. Wake up! Bin doch wach. You're born from... Da ist mein Gesicht drüber. Kann ich selber nicht lesen. Earth's first colony. 10 years old when the ship reaches a wormhole. Okay. Survival game oder was? Oder ist das... Ein Kartenspiel natürlich. Natürlich ist es ein Kartenspiel. Oder zumindest Kartenmechaniken. Keine Ahnung, was in dem Spiel abgeht. Absolut keine Ahnung, was in dem Spiel abgeht. World Premiere. Aha. Ich glaube, das könnte ein richtig schwieriges Spiel sein, teilweise ugly. Also, dass sich das wirklich zu einem schweren Plattformer entwickelt. Was ist das denn jetzt? Interessante Idee auf jeden Fall. So ein wirklicher Space-Weltraum-Shooter. Aber ist auch nichts für mich. Gut, bei sowas bin ich halt auch leider raus. Alla los. Oder wie auch immer das heißt. In Games mit so einer isometrischen Perspektive bin ich auch meistens schon direkt raus, leider. Außer es ist Fallout 1 und 2.
Dann bin ich noch am Start dabei, aber... Na, ist ja bald. 2, 3 Wochen oder so. Candy, Alaloth has come such a long way and is looking really impressive. I remember when that game just got started. Looking forward to checking that out, as well as Boundaries, shooting folks in space. What? Coming up next, we're going to get serious with some games that may scare you a little, and then transition to some more narrative-driven situations that might make you contemplate life. We got a full roller coaster of emotions coming up. Let's go. Let's go. Dann müsst ihr jetzt aber auch abliefern, wenn ihr so Versprechen macht, Leute. Also irgendwie passt die Musik gar nicht zum Trailer, ganz ehrlich. Also was von Resident Evil und so, ne? Ach, dieses Daymare-Ding. Die Mucke hat meiner Meinung nach gar nicht gepasst. Also wirklich null. Also da sah die andere Perspektive dann doch irgendwie besser aus, als wenn das wieder auch so von Top-Down-Perspektive ist im Grunde. Ja, so First Person. Würde ich sofort spielen, aber halt so diese Top-Down-Geschichte mag ich nicht. Wenn es First Person wäre, hätte es mich. Aber so leider halt nicht. Ach, das haben wir schon mal gespielt hier. Das haben wir hier im Stream schon mal gespielt. Das ist hier dieses Gravewood High. Hat durchaus Laune gemacht. Oh, hat jetzt einen Koop-Modus. Become Rivals? Das war tatsächlich recht nice, als ich das gespielt hatte mal. She's playing with my mind. There is no fucking escape. It is still unknown if she was under the influence of any drugs, or if it was actually a witchcraft ritual as indicated by the evidence found at the scene. Suggesting the latter, police officers found books at the scene containing strange symbols, candles, dead animal. So far, his left leg and 3 fingers have not been found. The first victim was her own 75-year-old father. Madison mutilated his body in such a way that his face was unrecognizable,
Hm. This is impossible. This place didn't look like this a second ago. Wieder ein Horrorspiel für Minecraft. Chains? Maybe I can break them with something. Warum würde ich so eine zugeschraubte Toilette aufmachen wollen? What the hell am I doing? The doorbell. I gotta get to the front door. Hallo? Achso. Madison. Das hat ein Horrorgame, interessiert mich nicht. Vielleicht kann man Minecraft dazu bringen, das zu spielen. I don't know. Der liebt ja Horrorspiele. Zwinker. Das sieht doch mal nach einem stylischen Trailer auch gerade aus. Und das sieht auch schon eher interessant aus, finde ich. Ich weiß nicht warum, aber so Horror-Games im PS1-Look, die haben was. Die finde ich interessanter als alle anderen Arten von Horror-Games. Rated Teen. Ich mag die Ästhetik davon irgendwie mega Walter? gern. Was ist das denn? Das sieht aber auch interessant aus. Bei diesen Mech-Gegnern da. Oh my god, what is happening? Oh my god, is this right? Industria. Oder Industria. Das sah interessant aus. Das habe ich mir gerade mal eben aufgeschrieben. Und dieses Red Fridge Game schreibe ich mir auch mal auf. Diablo 4 wird definitiv nicht dieses Jahr kommen. Hey guys, it's Carol from 11B Studios. I'm glad to be back at Guerrilla Collective because we've been pretty busy for the last 2 years. So first of all,
I would like to introduce Luke Whitaker from State of Play, the creators of South of the Circle, because they would like to tell you more about how they are creating games. I'm Luke Whitaker. I'm creative director of State of Play. We made South of the Circle. Ich muss bei State of Play gerade aktuell immer an PlayStation denken und deren Show. We decided on such an unusual setting because I was fascinated by the surreal beauty of Antarctica. Our lead character. Naja, dieses Calypso-Protokoll. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich Bock drauf habe oder ob ich doch lieber das Dead Space Remake dann im Januar spiele nächstes Jahr. And how my memories of past events are often different to other people's memories of that event. And I got looking into the science of it and realized that what we're doing when we are accessing memories, we're taking them out, we're thinking about them, experiencing them. Aber auch da jetzt halt schon interessanterer Stuff dabei als ich sag mal, Gamesfest allgemein bisher. Aber nur meine persönliche Meinung. Also das Dead Space Remake kommt ja ungefähr einen Monat oder eher fast schon 2 Monate. Kommt ja Ende Januar und Calypso Protokoll kommt Anfang Dezember. We wanted to tell the story about power and the individual and how these big powers can affect our lives. But the more we work, ich glaube, ich bin mehr interessiert am Dead Space Remake. Choices we make, and we realized the most interesting thing and the most important thing in our lives are all those small emotional decisions. Was seid denn ihr so leise, Leute? Yeah, I want to make people think and feel something. And in South of the Circle, we look at what are the far-reaching consequences of your childhood. And this is why I think video games are a fascinating medium. South of the Circle was a very emotional game to create. It's an emotional game to play, and soon you'll be able to experience this for yourself on consoles and PC. South of the Circle is the future for us, but it doesn't mean we forget about our past. For me, as one of the creators, it's hard to believe that it's been almost 8 years since the release of this war of mine. And we've been pretty busy during that time. So let me introduce Paweł Michowski, who will tell you more about it. Ah, das war mein gutes Spiel. This War of Mine is an extraordinary game about civilians in war trying to survive the war, released originally in 2014 on PC, and Final Cut is the ultimate version of the game, released only a month ago on current-gen consoles. The game is special on many layers. I mean, it speaks about human dignity in very inhuman times. Imagine being put in a war-torn city where you have to deal with lack of everything: food, medication, treatment, dealing with constant danger. In such horrible times, it takes a lot of cost and heavy effort to stay human. And this War of Mine speaks exactly about it. This War of Mine Final Cut has got a lot of content comparing to the old-gen version, a content unavailable in that one. New civilians, new scenarios, new locations, so practically the game is a few times bigger comparing to the old one. And I need to stress out that in the game there is no tutorial, and you may ask why. It's simple, because in war no one would tell you how to survive. Since 2014, we've been constantly developing the game, adding new story-driven scenarios, a lot of free updates, a ton of content, including even charity content that was directed specifically towards gathering funds for War Child, in this case. And lately we've organized donation for Ukrainian Red Cross just by selling the game, and we amounted $1 million almost. So actually this War of Mine is a great example that a game can make a change and be that way something more than just a game. That's all we've got for you today, and I hope you like it. And having an opportunity to War of Mine ist ein richtig starkes Game. Kann aber einem auch auf die Nieren schlagen. So gesehen. And while speaking about great things, there's actually one more to come.
and it's right around the corner. So be sure to follow up 11B Studios news in upcoming days, because you're gonna like it, trust me. Also im Sinne von harte Entscheidungen und so weiter und so fort, die man treffen muss. Ist nicht ohne. Hello, I'm Jörg Tittel, and I'm the writer and director of The Last Worker, a first-person narrative adventure centered around our struggle in an increasingly automated world. I'm Ryan Bousfield, I run Wolf and Wood, and we're bringing The Last Worker to PC, console, and VR platforms in 2022. The Last Worker puts you into the body, the mind, and the seat of Kurt, the last human worker at Youngle Fulfillment Center 1, the largest such facility on Earth, the size of the sunken city of Manhattan. And you've been there for 25 years, you've never made a single mistake, which is why you still have your job, and that's why everyone else has lost theirs. It's easy to marvel at the wonders of Youngle, but remember, here at Youngle, time waits for no man. You can say that again. It's easy to marvel at the wonders of Youngle. Stop. But of course you're not entirely alone in the game. There's Skew, your only friend and Heißt das also, man spielt hier im Grunde in einem Amazon-Lager? Potter, Star Trek Discovery, Death of Stalin, Oliver Dari Olofsson, Zelda Williams, David Hewlett, Claire Hope Ashity, and Tommy Earl Jenkins. We've got an incredible cast. This area should be off limits. At Youngle, Nie von den Leuten gehört, So you glaube ich. start out doing the day-to-day work of Kurt, dispatching products, you're keeping up with the robots. But obviously this is not a work simulator. You're soon contacted by a group of activists called Spear. They want you to kind of delve deeper into the facility. They want you to take on this espionage, we're calling kind of stealth light gameplay, where you do have to go to these zones where you're not supposed to be. And so you've got to delve deeper, picking up tools and weapons later on to access these areas. So you're always going to have that push and pull between the activists and Kurt's pride in his day-to-day job. Don't worry, she won't hurt you. Again, right? Hoverbird? I can't promise anything. It's a story and world rich with drama and Ja, kann auch ganz occasional geil sein, moments das of Game. horror and a lot of comedy as well. Because it's important for us to build a world that you actually want to inhabit. We wanted to make something that is crafted with love and full of color. We have been working with Mick McMahon, the incredible comics legend and co-creator of Judge Dredd, on designing these characters in the world with him. And I hope you will enjoy the very unique look of our game. At Youngle, nothing. The game is packed with so many surprises and crazy cool moments. We just cannot wait for you to play it later this year. Ja, ich bin vorsichtig interessiert, sagen wir es mal so. Wie ist das jetzt noch? The Last Worker, ne? Ja. Schreibe ich mir auch mal auf. Jetzt sah nämlich auch interessant aus. Justin, remember, the Frigidaire is red. You can't take your eyes off of it. I mean, you don't have to ask me thrice. You know what? Signalis is also looking slick with its old school PlayStation textures and gritty yet smooth, ominous style. Such awesome, like, gritty games. Ja, du meinst To Wall-E. loosen things up, you guys don't have to worry about staring at a Crimson Ice. WALL-E. coming at you. Let's shred right into it. Shred it. World Premiere. Ah ne, Exclusive. Scheiße. Ich hab's verbockt. Was ist das denn? Ein Fun-Snowboard-Game? Ein Arcade-Snowboard-Game? Mit Tieren? Und Mario Kart-Elementen? SSX mit Tieren und Mario Kart? Bin ich sofort dabei. Gib mir das Spiel jetzt sofort 20 € oder auch mehr. Ich kaufe es wirklich sofort. Das sieht ja mega spaßig aus. Bitte gibt's auch Online-Multiplayer. Bitte gibt's auch Online-Multiplayer. Ich habe nicht aufgepasst. Hey Bronco, grüß dich. Ich will das Spiel haben. Globe Crashers.
Play the Demo, aber sowas von schreibe ich mir auch auf. Slope Crashers, das sah ja mega spaßig aus. Bin ich sofort dabei. Was ist das denn jetzt? Cassette Beasts. Pokémon mit Kassetten. Oder was? Okay, ich habe Fragen. Kann ich jede Kreatur fusionieren? Oder nur bestimmte? Weil wenn man alles fusionieren kann, ist das eigentlich auch ganz geil. Das schreibe ich mir auch mal direkt auf. Indie-Games sind halt einfach der Shit, Leute. Jeder, der sagt, Indie-Games können nix, hat ein... Das war gerade überraschend düster. Oh, Game Pass sogar. Ein Beat'em Up mit Scribble-Grafiken. Also, jetzt nichts Böses gegen das Spiel, aber wenn doch jetzt hier bald Turtles Shredder's Revenge kommt. Ich weiß nicht, ob dieses Spiel dann überhaupt jemanden interessiert. Wie gesagt, ist nicht böse gemeint. Kommt jetzt natürlich halt auch auf Release-Datum an. Wie geht's denn so, Bronkel? Noch bei dir im Discord. Contract Killer. Out now. Kommt noch diesen Sommer für Dings. Xbox und Switch. Wie ich das gerade richtig gelesen habe. Ja. Dann lieber Turtles. Nicht böse gemeint, aber Turtles sieht halt unfassbar awesome aus. Auch wenn es nichts für mich ist vom Genre her. Oder die Hälfte von den Sachen, die da gerade stand, nicht mal lesen. Was? Hä? Was stand da? Ich konnte es nicht... Justin! What? I'm trying to play Witch and Wiz here. What? Grüß dich, Dashi. Put down the handheld. Gut muss, I have a really danke. special surprise for you. Okay, you have my undivided attention now. Good. Good. Because next up, we're going to go back to the future and share some neo-retro games, soon-to-be classics, that give you that old-school funk, that give you that feeling. Muss mal eben schnell Slope Crashers mir auf Steam direkt auf die Wishlist packen. Das darf ich nicht vergessen. Das sah so geil aus. Haben wir die Turtles nicht erst gestern gesehen? Oder so? Dashi raus. Du weißt, wo die Tür ist, raus. Ich kann sofort wieder gehen. Tschüss. Tschüss, habe ich gesagt. Spaß. Das Spiel hat einen 6-Spieler-Online-Modus.
Ich finde das jetzt schon teilweise chaotisch, was da alles abgeht. Und jetzt steht ja noch 2 Spieler mehr vor. Und noch mehr Gegner. Das eskaliert doch komplett. Aber sieht halt auch unfassbar geil aus. Ich bin eigentlich kein Typ für solche Spiele, aber es sieht unfassbar geil aus. Muss man einfach mal anerkennen. Wieder was Gesundes für den Körper getan mit Matcha-Tee. Ja, Battletoads war auch bockschwer. Wie groß ist denn die Demo von Slope Crashers? Weil da will ich auf jeden Fall mal reingucken. Das sah unfassbar geil aus, muss ich einfach mal sagen. Ich will einen Zugriff anfordern als Spieltester. Ich will das Spiel haben. Download läuft. World Premiere. Ne, jetzt wieder Exclusive. Mann! Das sieht uralt aus. Das ist ja fast schon Amiga-Grafik gerade. Oh wow. Amiga will ihre Spiele zurück. Certainly not in the foul magical praxis of witches and lay sorcerers. No. This is our punishment. We woke the dragon. Ja, C64 Amiga, das ist ja fast das gleiche. Skalt! Weil er auch so eine Mucke hat. Wie bei einem C64 Amiga. Ist das schon mal geile Mucke. The bloodiest game he's ever have seen. Der hat wohl noch nicht Brutal Doom gezockt, der Kollege. Bats. Okay. Kurzer, aber knackiger Trailer. Oh, kriegen wir jetzt hier wieder... Ne, kriegen wir nicht. Oh, es ist Breakout. Oh, Breakout ist so ein geiles Spiel, ernsthaft. Da gab es mal sogar ein richtig gutes von Nintendo, so ein Mario Breakout. Das hat auch mega Bock gemacht für Game Boy. Breakout auch so ein unterschätztes Game meiner Meinung nach. Konnte man auch, für die es nicht wussten, in der Doom 3 Erweiterung, Resurrection of Evil, konnte man eine Weltraum-Doom-Breakout-Variante spielen an so einem Arcade-Automat. Oh, es ist Breakout 99! So wie Tetris. Okay, da habe ich Bock drauf, ganz ehrlich. 25 Player Online Battle Royale Breakout, da bin ich dabei. Sign me in. Wie heißt das Spiel? Ja, eben. Arcanoid, Eternal Battle. Arcanoid, Eternal Battle. Auch aufgeschrieben. Ey, wie viele Spiele ich jetzt schon aufgeschrieben habe. Das ist mehr als am Donnerstag komplett. Break a 9-year-long course. Curse.
Metroidvania oder was? Was für Highlights. Oh, ein Teddy-Freund! Das hat so ein Spiel, weil jetzt ist bunt, vorher ist schwarz-weiß. Das wäre eigentlich mega interessant, je weiter man voranschreitet, dass es dann von schwarz-weiß zu immer bunter wird oder so, keine Ahnung. Also safe ein Metroidvania. Das sieht nice aus. Das sieht auch echt schick aus. Ich glaube, der ist böse, aber es ist nur so eine Vermutung. Nine Years of Shadows. You're right, Candace. Oh, schreibe ich auch mal auf. Sah auch gut aus. Turtles in Time was my childhood right there. Can't wait for the Cowabunga collection. Shout out to Digital Eclipse. Also, Bats is out now, and you can pre-order the physical edition from Limited Run Games. I'm going to pick up all of those games when they are out of the oven. I am too. Coming up next are some surprises that fall into our last category, but also add some new flex to the RPG and strategy genre as well. Let's menu dive into the next set of games, shall we? Ich habe schon 7 Spiele aufgeschrieben. Welcome to WrestleQuest. Oh, WrestleQuest, ja, Mann. Da habe ich auch mega Bock drauf. Animal und Talk, die Legion of Doom sind mit dabei, Baby! Ja, Sergeant Slaughter war da, Andre the Giant habe ich gesehen. Oh, da habe ich auch richtig Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Die haben die Namen falsch, die Idioten. Die haben Animal und Hawk vertauscht, die Vollidioten. Was sind denn das für Deppen? Oh, ey, da kriege ich gleich so einen Puls. Wie kann man denn die Road Warriors verwechseln? Warum sind die so leise? So each of these side quests themed around the real wrestling legends. Some of them you'll help the wrestlers, some of them you'll end up fighting them, like here. And no matter the outcome, they're always the key to the game's best. Sometimes you'll get iconic gear or outfits from the wrestlers, other times you'll be able to summon them into battle. So I know some RPGs will let you summon dragons and monsters and whatnot, but only WrestleQuest will let you summon Jake the Snake to rip a DDT on your enemies. Or in this case, if you're able to beat the Road Warriors, you'll be able to summon them to do their Doomsday device on your foes. Oh, geil! Andy, what's your favorite thing about the Road Warriors? I love the fact that they can put their mohawks together to power up. they fit in to each other very nicely. It's important. It's important to have that type of symmetry. Speaking of working together, Andy's shown you some of our tag team maneuvers here. Wurden bis auf diverse RPGs im Retro-Look gerade noch andere Role-Playing-Games vorgestellt oder Adventures? Ich glaube tatsächlich nicht. At the bottom of the screen, you'll see the height meter. This is an indication of the crowd's engagement and interest in the fight. Es fing an mit so eher so Richtung Horror-Games, sag ich mal. Ja, so andere RPGs im Retro-Look oder Adventures waren nicht dabei bisher.
better loot, AP regeneration, it's all there. Also da habe ich durchaus Bock drauf, aber das könnte auch genauso gut leider etwas, also ich sag mal so, ich habe Bock drauf, könnte aber auch leider etwas sein, das mich relativ schnell wieder verliert. So we'll be excited for you to check them all out when the game releases later this year. Thanks for checking it out, guys. Hey folks, I'm Buddy, the community manager for Akupara Games, and today I'd like to introduce you to the core gameplay of Zoetti, our poker-based roguelike by Dusklight Games. Poker-basiertes Roguelike hatten wir auch noch nicht. Das ist aber kein Poker, wenn du 20.000 Karten auf der Hand hast. Hat der überhaupt die Regeln von Poker studiert, als er das Spiel gemacht hat, oder was? Scheinbar ja nicht. Every time you win a fight, you get a reward. You get more powerful before you face tougher challenges. You know, like all of the stuff that makes for a good roguelike. Verstehe ich voll und ganz, Bronkel. When we get into skills and abilities that you're using to win those battles, though, you know, like that's when things get a Ist auch so ein Fakt. Yakuza 7 hat ja auch RPG und so. Und da dachte ich halt auch am Anfang, man kann da selber rumlaufen und so in den Gefechten, aber nee, das passiert automatisch. War die auch nicht so geil. Obwohl das Spiel an sich richtig nice ist. Gibt es eine Version, wo du mehr als 7 Karten hältst bei Poker? Nicht, dass ich wüsste. Aber tatsächlich, also natürlich Texas Hold'em, wo du halt 2 Karten auf der Hand hast, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie die Poker-Version heißt, aber wo du halt direkt 5 Karten auf der Hand hast, wo du dann Karten ablegen und neue ziehen kannst. When you win a battle in Zoetti, you don't add more or different cards to your deck. That's always going to stay the same. Instead, you can add new skills or level up your existing. Das sind die einzigen Poker-Varianten, die ich kenne. Und natürlich Strip-Poker. Wer kennt's nicht? Uno. Oh Gott, Uno wäre ja schlimmer als so ein Spiel. Begs the question, you know, do you want a powerful defensive option, something tied to a straight or a full house, or, you know, do you want something that's a little bit weaker but more readily available, like a single. Wie wär's mal mit so einem Spiel, aber mit Original Mahjong? Also nicht diese westliche Scheiße, die wir kennen, sondern das richtige originale Mahjong. Das wäre doch mal was. Da wäre ich dabei. Gar nicht. Außer, dass es halt keine irgendwelche komischen Angriffskarten hat, sondern... Ich hab keine Ahnung. Du kannst wohl sagen, ey, damit will ich jetzt angreifen mit den Karten, die ich jetzt hier habe, und damit will ich jetzt verteidigen oder so. Dump your hand every single turn for maximum tempo. And those are just 2 examples. There's plenty of cool, complex modifiers that, you know, you can pick up to enable really interesting builds for the game. Das sieht aus wie so ein Mobile-Game, das so fürs Handy rauskommt. For now, if you want to learn more about Zoetti, I'd recommend wishlisting us on Steam, since I'm going to be really showing off some of the deeper, more complex mechanics in the not-too-distant future. And, you know, that's probably the best way to keep on top of things. Ich kann mir ganz ehrlich nicht vorstellen, dass es noch tiefere und komplexere Spielmechaniken hat, das Spiel. Ja, oder Java-Games von früher, Armor-Games und so. Ne, Muckeballert jetzt schon sofort. Bin ich so. Also musikmäßig bin ich sofort dabei. Okay, ist einfach nur eine Compilation aus diversen Games. Necroboy. Muck ist nice. Oh, das war cool. Ich dachte, da kommt noch mehr. Da waren es nur 3. Oh, Dashi, das ist was für dich vielleicht. Vielleicht ist das, was du suchst. Experience a Retro-Inspired JRPG. Das ist was für dich, Dashi. Who will you choose?
Der Atlas sieht mega langweilig aus. Dann lieber diese Priya oder wie sie gerade hieß. Ja, es ist quasi Octopath Traveler, aber mit weniger Charakteren. Und vielleicht sogar auch ein Gut. Go fishing! Und Chicken einfangen. Okay, das sieht ja mal mit dem Baum, das sah nice aus. Also das ist auch mit dem 3D-Element ein bisschen zu spielen scheint, finde ich wiederum ganz nice. Alterium Shift. Aber nicht Alterium Alt. Nicht verwechseln. Alterium Shift. Nicht zu verwechseln mit Alt. Oder Caps. Oder SDRG. Exclusive. Gepasst mit Spaß, genau. Sweet Venturi. The world isn't all sunshine and rainbows. If you want to be a hero here, just being good. Das sieht aber auch wie ein Flash Game aus. Because this world is ruled by greed. And greed is exactly what you need here. Alter. So kill. And blow up. Das weiß aber nicht explodieren. And loot. Anyone who stands in your way. On the path to greatness. Okay. Hello everyone, I am Nana Moon, and this is Keylocker turn-based cyberpunk action. Keylocker is a turn-based tactical wooden RPG taking Das Keylocker verstehe ich irgendwie gerade immer Killlocker. her twin brother and hacker Dealer and the jukebot drummer Rocket. We pick up with Dealer and Rocket searching for Bobo, who has been taken by the satellites, the ultimate authorities of Saturn. They have entered the droid factory, the domain of one of Saturn's satellites, the Lesdo, but the way forward is filled with dangerous foes. The combat of Keylocker takes place on a tactical grid, where every move must be considered. Plan your actions carefully, as each attack comes with its own field of damage. Timing your attack is crucial for survival, as every perfect hit brings you closer to victory and every miss closer to death. Some attacks will cause passive effects to appear on the grids. DJ Bobo wurde gefangen genommen and he prays for freedom. On one of the tiles, recharging his EP every turn. Unfortunately, his life points are too low to take advantage of this strategic position. Es hat zumindest grafisch einen interessanten Stil, aber ist glaube ich nichts, das ich spielen werde. Luckily, Dealer has spent a long time preparing for this moment, holding keys to increase his progress on the skill tree. The droids are no match for his skill level. Rocket, however, was only recently given Macht dieses Ding da nur diesen Psycho-Drum-Angriff oder was? Another law broken. The skill tree has 2 branches available, and each different class gets an unique one. You start at the top using keys to level up the talents until it unlocks the next one below it. Talents will increase your stats, let you add unique modifiers to attacks, add passive abilities, or unlock new gear for use. Progressing far enough down the skill tree will even let you cross Kann er gerade wirklich Scale Tree? Ja, okay, das Ding heißt Scale Tree, oh Gott. More on that in the future. Ist das das neue coole Skill Tree?
dass man es jetzt Scale Tree nennt. If you want to see more of Keylocker, head over to our Steam page and make sure to wishlist and follow. Na, guck mal, hat sogar eine We Demo. will have a demo available there during the Summer of Gaming, so make sure to check that out. Thank you. Symphony of War. Boah. Das sieht aus wie so ein Valkyria Chronicles, nur in 2D. Mit ein bisschen mehr Elementen. RPG-Elementen oder so. Das ist ja RPG-Maker. Das war gerade ein RPG-Maker-Hintergrund. Dieser Thronsaal. Und auch hier der Boden und die... Das ist ja... Haben die einfach Assets vom RPG-Maker geklaut? Weil mit dem RPG-Maker hat das bestimmt nicht gemacht. Und wenn doch, dann... Mad Respect. Available now. Haben die einfach... Wow, Justin, WrestleQuest looks fantastic. WrestleQuest wurde vor einer halben Stunde gezeigt. Right back to playing Royal Rumble with my brother on the Genesis. I feel you. It also brings me back to some trauma. Trauma? Trauma, yeah. You know, my brother recorded over all of my high school cheerleading VHS tapes with episodes of Monday Night Raw. That is so ridiculous. It did, and it gave me a really bad relationship with wrestling, but there's something about WrestleQuest that's making me second guess that, and I feel like I should really let all of this go. You definitely should make that happen. You know what, Joey? I love you, and I forgive you. Now I can move on with my life. Great breakthrough, Candace. And now that Ja, that's der hier all ist jetzt... over, we move on with our lives and the rest of the Also... show. Candy, how can we support these devs and their games? By the Steam event page, Justin. So everybody, be sure to check out the Guerrilla Einfach Steam Chi. event page on Steam. Definitely support the devs, check out their games, wishlist them, and all that jazz for sure. Okay, kids, it's GC3 key time. Here's the QR code. Take a picture of it for some of your favorite awesome Guerrilla Collective games from the developers and publishers representing the GC. Ich muss dafür arbeiten? Nee, ich dachte, ich kriege jetzt was kostenlos. Take it. First come, first serve. Boom. Up next. Ah doch, Genki Gift über jetzt ist egal. Ich brauche keine Spiele, die man mir schenkt. Ich will die Entwickler unterstützen. Ich weigere mich dagegen. Hello everyone, I'm Giacomo Masi, Narrative Director at Soulmate Games, and I'm here to present to you our latest work, Batora Lost Haven, which will launch this fall. Batora is a narrative action RPG where Avril, our protagonist, will have to face a cosmic journey and use her powers to save who and what she loves, making many significant choices that will change the destiny of the whole universe. Avril's journey will take her to 4 different worlds, each representing one of the natural elements. The one we are seeing right now is Wild, the planet of Air, which is composed of 5 completely different areas that will feature a scorching desert, this eerie mountain, a mystical river infested by evil spirits, and so much more. We've had a lot of fun creating intriguing characters with their own cultures and customs, alongside with colorful and vibrant environments that you'll get to explore in details thanks to an in-game zone. All the planets that Avril will visit during the game are actually inspired by real places and human cultures. For example, Wuhav is strongly based on Chinese mythologies and settings, and this cute little lizard that we see here is called Yoke. He's from the Xayah tribe, and he's also a companion that will help us in combat while we uncover the secrets of this mysterious world. Speaking of fighting, Batora features 2 different combat styles that revolves around the main concept of the game, dualism. In her physical form, Avril will be able to use a sword to fight in melee, while in her mental form she'll be able to throw projectiles at enemies. Switching between them constantly during fight allows the player to adapt to every situation and change his strategy in a split second. This is important because every enemy inside Ja, nee, bin ich raus. variation. Physical, mental, and hybrid. So, changing out combat style constantly is essential to emerge victorious.
The nature switch mechanic is also used to solve many puzzles. For example, this one is a memory game that requires the player to listen to a sequence of notes and reproduce them with the help of Avril's physical and mental powers. The narrative side of Batora is also based on duality, and players will be able to shape their own path thanks to the karma system. During an adventure, Avril will have to make many difficult decisions, and each of them will have heavy consequences that may lead to different outcomes. Nehme ich halt auch nicht. So, are you ready to meet fascinating creatures, explore mysterious planets, and discover where your decisions will take you? Batora Lost Haven is coming on PC and consoles this fall. Don't miss any of the news and surprises related to Batora. Wishlist it right now on Steam. Na, ich weigere mich. I do not want. As Hilda delves deeper into the quest for her lost father, she will encounter many dangers and challenges in the city of Aphes. Let us introduce you to one of the main adversaries that Hilda will have to confront, Eulalia, the Prey. Famous for her beautiful voice, Eulalia used to be the most recognized singer during Aphes' glorious golden age. But, like so many others, Eulalia would fall victim to the curse that spread across the city 1,000 years ago. The famine brought on by the Asterigos changed her into something else. She turned to an evil cult, the Ethros, and dedicated herself to it, becoming a symbol by using her reputation zeig and mir lieber voice Gameplay, to lure more verdammt. people to join the cult. Danke. The encounter starts with Eulalia flying around the top of the seats while sending attacks like voice shock blasts, feather blades, and cyclones. Occasionally, What? she'll descend to the ground to fight Hilda herself with even more dangerous claw and wing strikes. Ja. Bin interessiert, sagen wir es mal so. After some back and forth fights, Eulalia would fly to the sky and use her voice and feather blades to attack Hilda again. And this time, she even calls upon several harpy minions to assist her. Bewegung sieht relativ langsam aus, During also this Movement. phase, Hilda must fight the minions while Grüß dich, watching out Rex. for Eulalia's deadly attacks from above. Once Hilda has dealt with the minions, Eulalia will land again, and this time with despair as she will cause feather storms to swoop around the amphitheater. This is when the battle culminates. The feather storms will continually fire sharp blades as Hilda cautiously counters Eulalia's onslaught in close combat. In the end, only the strongest will survive. Also fühlt sich auch nicht irgendwie, also es sieht jetzt nicht aus, als wenn die Waffen sich auch voll anhören oder so. Ich schreib's mir trotzdem mal auf. Astergos. Schreib's mir mal auf. Sah interessant aus. Kann gut sein, kann aber auch Müll werden. Was ist denn das in letzter Zeit immer mit diesen Top-Down-Perspektiven in Spielen?
Ich glaube, das ist böse. Nur so eine Vermutung. Oh, es wird sogar von Deutschland finanziert. Dafür habe ich nicht mein Geld ausgegeben hier. Was ist das denn jetzt? Ja, ich geh mal. Spells and secrets. Was habe ich verpasst? Wie ist das denn? Ist das dieses Stray, auf das alle Bock haben? Ich mag den Fisch jetzt schon. Oh, was ist das denn? Eine Schneeburg. Ich will ein Spiel von der Schneeburg. A tranquil island was hidden from the world. But one day, its shield vanished. The magical Amri once gave life, but now corrupts it. And all creatures, great and small, are being enslaved. Can you save Ikene Island? Nein, weil ich mich nicht für den Job melden werde. Adventure. Explore a land of secrets. Free and befriend all kinds of animals. And use their talents to make new discoveries. Battle enemies. Or just hang out. Build your home. Decorate it however you like. And help develop your hamlet. Grow all kinds of crops on your farm. And craft everything you need to thwart greedy pirates, repel monsters, and uncover mysteries. Nee, was du schreiben wolltest, der Shiva. Ja, nein. A new Earthlock adventure is about to begin. Ikone Island. Coming soon on Steam. Ja, nein. Oder? Ich mag seine Stimme. Na! Und nee!
What the fuck ist das bitte? I'm on Frog Island. Nah. Hey there. Don't you love a fun, upbeat platformer? Das sieht In aus Frogan, you take wie in den control frühen of Renata, daughter of 2000ern world-famous archaeologists diese and unfassbar günstigen PC-Plattformer, die man kaufen konnte. They didn't allow her Die to alle accompany nicht geil them to waren. the dangerous ruins of the Temple of Beelzebub. So erinnert And mich now, irgendwie with der the Loch help of gerade her dran. trusty Frogan, she must save them and prove that she's a capable explorer too. Da waren so Spiele, die man, was weiß ich, Jump, zipline, immer grab günstig and für so throw. 10 oder 20 Euro The Frogan kaufen is not konnte. only your grappling hook, but also your best friend. Keine Ahnung, in irgendwelchen komischen Läden oder You can sowas. reach over long Ja, wie so ein grass or even Werbegame, genau. activate a lever from afar. Was dann zwar nicht wirklich Werbegames gewesen sind, aber naja. Face off against big bug bosses that serve as the Warum guardians soll ich of sowas the spielen area? wollen, wenn ich Crash They may look Bandicoot haben kann? charming, but they're powerful foes. Collect all sorts of treasure, including hats you can swap your helmet with, gallery pictures, tons of medals, and a full bestiary. Nee. Be on the lookout for Jake. Ja, He's a und young Doom treasure hunter who'll war auch stop ein at Shareware. nothing to Und get to the Quake. treasure before Renata. Ja, ich sag's mal so, Find Rex. him, Du the bist race gerade in is diesem on. komischen Spieleblock gelandet, wo sie halt nur so Sachen zeigen. Die Horror-Games zum Beispiel und so, die Every wurden halt level alle schon is full of gezeigt. surprises and optional objectives. From lush jungles to stinky swamps, snowy mountaintops and lava Ähm. the varied ruins ensure you'll need to be prepared for anything. Ich habe mir ein paar Spiele aufgeschrieben, bei denen ich aber jetzt gar nicht mehr genau weiß, was das überhaupt für Spiele waren. Lots of fun in Frogan. An Slope Crashers erinnere ich mich noch. Das war ein Spiel, ein Snowboard-Game im Stile von SSX mit teils Mario Kart-Elementen. Und da habe ich die Demo runtergeladen. Vielleicht gucken wir, wenn wir die Zeit finden, da nachher noch rein. Das sah nämlich sehr spaßig aus. I am loving all of the frog games hopping around. Frog Gun and A Time on Frog Island. Animal. Oh my god. Ridiculous and amazing premises. Yeah, Spells and Secrets will definitely have me showing off my magic touch. But Tora, so many solid titles. Okay, kids, it's GC3 key time. Ich glaube mir jetzt einen Key. Code. Take a snapshot of it for some awesome games. Ich will from aber kein developers fucking and publishers Snapchat machen. representing the GC Guerrilla Collective. There's a limited time. There's a limited keys. We're gonna be popping these up. Okay. Get it. That's enough. Okay. Y'all got your keys. Boom. Up next, we're gonna put on our Ah. creative caps and get back into strategy. Funktioniert bei mir show off nicht. some games that are focused on Will world building, dass ich irgendeine komische App runterlade. tending to your magnificent gardens. Let's hop right in and go. Well, let's go. Was für Garten? Biergarten? Human civilization has ended. But who said that the post-apocalypse has got to be all dire? In I Am Future, you find yourself on the roof in a sunken and overgrown city once called Cosmopolis, where nature reigns now. Gather food to cook various delicious dishes. Delicious Build yourself dishes. a base that would work seamlessly. Disassemble the old house appliances to create new stuff out of old parts. Explore Cosmopolis to find useful Ja, resources. nee. New friends? I did not expect to see a talking fridge there. Oh well. Get away and start your life fresh in I Am Future.
coming to Steam. Ich bin alles, aber keine Zukunft. Und haben tue ich auch keine. Welcome to Flat-Eye, a premier fuel station and technological hub. As the manager of Flat-Eye, we're entrusting you to provide unparalleled customer service. Let's explore the various modules you'll be tasked with to outfit your station. You'll be able to unlock the new technologies through the profits you earn with excellent customer service, so be attentive. At the start, your module list will be limited, but each new unit placed opens up new menus of possibilities. Take this toilet module you've installed. Thanks to your diligent work stocking shelves and promptly dealing with customer purchases, you now have enough to upgrade it to a smart toilet. We can tell so much by analyzing whatever's going down the drain. With this data, we can now safely open a doctor booth to provide sound medical advice to patrons so they can have their illnesses diagnosed and treated. Bitte hat das Spiel in Dark Mode, ey. Da werden dir die Augen weggebrutzelt. In essence, you have the most important job in the world. Flat-Eye, making decisions for the benefit of everyone. Sind wir jetzt etwa an dieser Art von Spielen angekommen? Wo es um Management und Aufbau und so ein Kram geht? Ja, bist du halt gerade wirklich. Das ist gerade wirklich nicht so repräsentativ. Also ich hatte am Anfang relativ viel Zeug aufgeschrieben. Einmal Industria habe ich aufgeschrieben. The Red Fridge ist so ein PS1-Horror, also so ein Horror-Game im PS1-Look. The Last Worker sah ganz spaßig aus. Slope Crashers ist dieses SSX, von dem ich geredet habe. Cassette Beasts ist so ein Pokémon, wo man alles fusionieren kann, scheinbar. Nine Years of Shadows war, glaube ich, dieses Metroidvania-Ding. Arcanoid Eternal Battle ist dieses Breakout-Online-Teil. Und was war ein Astergus nochmal? Da war dieses komische Souls-like scheinbar. World Premiere! Jetzt darf ich es ja nicht mal wieder sagen. Dinner's ready. Be there in just a second, Mom. There are dark things in this forest, and you are not one of them. You have to help us. Save us. From her. Die Story Games hast du auch schon verpasst, Dashi. Die waren schon. Honey? Was ist das denn jetzt für ein Spiel gewesen? Was war das denn jetzt? Ich hab nichts gecheckt, was das jetzt für ein Spiel sein will oder so. Ja eben, das war jetzt gerade wirklich so... Also, hä? Aha. Splitscreen oder was? Okay. Look at this, Justin. Another dead plant. I could definitely use some gardening tips.
Show enough. Also tot sieht die nicht aus, die kann man doch bestimmt noch retten. I know. I think, you know what, Justin? No more rural plants. From now on, I'm sticking to Animal Crossing and Garden Inn. Now, for our final segment, we're going to touch your imagination with games that tickle your soul and jiggle your mind. Let's hop into some games that bring a sense of awe, wonder, and give you all the feels. Jiggle your mind, though. Jiggle your mind. Well, let's get to jiggling. Jiggle, jiggle, jiggle. Exclusive. Also was jetzt so Story-Sachen betrifft, das war halt eher sowas wie, du läufst in First Person rum und erkundest halt Zeugs und sowas und findest raus, was so für Sachen passieren. Und da fand ich The Last Worker relativ interessant. Können ja nachher nochmal, wie wir Zeit haben, ein paar Sachen durchgehen, die ich ganz interessant gefunden habe. Many moons later you return. You hunted and played golf. Meine Fresse, hier darf ich ja genau wie bei Rocket Beans immer wieder die Lautstärke regulieren hier. Mal laut machen, mal leise machen. Blue skies, warm days, the long lost summers of our past on Earth. Will we ever return? Stay tuned for more on that. A little toddler pop there, taking us back to the days of late-stage capitalism at its finest. Alter, rede doch noch leiser. So sweet. Hey Slugcats, I'm Buddy, the community manager for Aquapara Games, and today I'd like to introduce you to the 5 new playable Slugcats coming in Rain World Downpour, our new expansion for Rain World coming soon. If you haven't heard about the Downpour expansion for Rain World, it's bringing a whole host of new changes, characters, enemies, areas, and more to the Rain World experience. Das Spiel ist doch schon uralt gefühlt. Also sicher 2 oder 3 Jahre alt. New Slugcats. They are the Rivulet, the Spearmaster, the Saint, the Gourmand, and the Artificer. Up first, let's talk about the Rivulet. This blue little guy has a ton of advantages to living in the harsh, foreboding environment of Rain World. It runs faster, jumps higher, and can breathe underwater, which means it can zip across the map between rainstorms. That's the good news. The bad news is, 1, all that running and swimming burns a ton of calories. 2, Rivulet's hibernation cycles are shorter than any other Slugcat. And 3, it doesn't carry much food over from day to day. Play the Rivulet if you want to be agile, but don't mind stocking up between storms. If you're looking for a little more aggression, though, maybe the Spearmaster will be for you. This spiky Slugcat spawns spears, which is a tongue twister that I nailed on the first try. It's my first take, definitely not my 5th one, out of its tail, which means that anytime you can start stabbing spiders, scavengers, or squidcada. The Spearmaster drains 1 food for every spear it lands on a target. An der Rain World hieß das so. Rain World. Doch auch schon relativ alt. 2017, sage ich doch. Und da kommt jetzt ein DLC raus?
you better be out for blood. Okay. Play the Spearmaster if you want to be the Predator, hunting down prey and aggressively thriving between rainstorms. But maybe you want the opposite of that aggressive playstyle. Well, the Saint much prefers to avoid confrontations at all costs, which even includes using its long tongue to grapple through areas of the world. If the Rivulet is nimble in water, the Saint is acrobatic in the air, and you need to use that aerial finesse to stay high above the danger. The Saint won't even touch a spear, which can leave it a little bit exposed to being hunted down and devoured. Play the Saint if you want to deftly dodge your doom with your acrobatic Versucht das Spiel mit diesen Texteinblendungen witzig there's zu so much more I sein? want to talk about, but I only Der have Trailer like 30 meine ich. seconds left. There's 2 more slippery slug ads coming in Rain World Downpour, and I swear to God, one of them is the cutest thing you have seen in your life. You know, the other is just kind of cute. Honestly, I'm just saying that to be nice. He's pretty messed up looking. You can go watch an extended cut of this video featuring them right now on YouTube or the Rain World Steam page. Otherwise, I hope you have a great time at the Guerrilla Collective. Cheers. Oh, das ist dieses komische Sandisk oder wie das heißt? Exodisk oder ach. Ich kenne das Spiel. Mir fällt der Name nicht ein. Ich muss mir mein Abendessen gerade bestellen. Das überlege ich gerade. Ob es eine Pizza wird. Exo One hieß es, genau. Das ist einfach nur die Ankündigung für eine PC-Version. Ach, PC, für eine PS-Version. Das kenne ich. Fotografieren das Spiel. Da hätte ich vielleicht sogar tatsächlich Bock drauf. Kann man auch ein bisschen Japanisch lernen dabei. Da habe ich schon ein bisschen länger im Blick. Die Musik ist schön irgendwie. Das hat von der Mucke ein bisschen was von einem etwas fröhlicheren Persona. Candy, my soul is genuinely tickled right now. Those games were so wonderful. So many amazing games today. It was really incredible. Ob es wird eine Pizza. It's crazy. Yeah. Thanks once again to our sponsors and broadcasting partners for their support. Und Pizza Europa. Astro Gaming, Tencent, our fellow devs and publishers. Mit Salami, Schinken und Champignons. Symbol Entertainment, Aurora Punks, Freedom, Graffiti, Gravity Games Arise, HeroCraft, Modern Wolf, Raw Fury, Tiny Build, and Wired Productions. Also, we cannot forget our broadcasting partners, Twitch, GameSpot, Valve, and IGN for their support. Ach shit, wie hieß denn das Spiel? Ich habe nicht aufgepasst, wegen Essen bestellen. Definitely check out those games, wishlist the games, and support them on every platform. Huge shout out and thanks to Wilmer Sound. We are here in Berkeley, California in the awesome studio, and the scrappy, illustrious mix team as well as AV Society. Be sure to tune in on Monday at 1 p.m. Pacific and 4 p.m. Eastern, where the Guerrilla Collective gaming greatness will continue with GC 3.5. Also, you can follow the Guerrilla Collective on Twitter at Guerrilla Collect and everywhere else at Guerrilla Collective.
as well as the mix at Indie Exchange on Twitter. Das ist die Frage, läuft die Wholesome Direct auch auf dem Kanal oder muss ich da jetzt auf YouTube rüber? From the mix with my lovely co-host Candace McKinney. Thank you again, Justin. Today was so amazing. I really appreciate you having me here. I just always have so much fun with you guys. And with that, we are signing off and passing it off to Jenny Wyndham, aka Kim Chica, to jump into the warm and full-hearted world of Dashi, weißt du, wie das Spiel gerade hieß? Hab da leider nicht aufgepasst gehabt. See you soon. Peace.